Mittlerweile vergeht ja bei uns auch kein Tag ohne eine neue Meldung bezüglich des Coronavirus. Wie läuft das aber erst in den betroffenen Regionen ab? Dr. Bernhard Knappe ist ein ehemaliger Kollege von uns, war ORF-Journalist, hat mittlerweile schon lange die Pilotenausbildung gemacht, fliegt für die China Islands, lebt in Taiwan und ist heute bei uns. Herzlich willkommen, Bernhard. Schön, dich bei uns zu sehen. Taiwan ist ja mittlerweile auch direkt betroffen, ganz aktuell. Wie schaut die Situation aus? Leider ganz aktuell betroffen. Seit gestern wissen wir, dass es das erste Todesopfer gibt in Taiwan mit diesem Coronavirus. Es sind über 20 Infektionen passiert, die man bemerkt hat zumindest. Jetzt mit dem Todesfall ganz tragisch, muss man dazu sagen, denn es handelt sich um einen 61-jährigen Taxifahrer, der nicht in China war. Lange Zeit schon nicht mehr in China war, also auch nicht in der Zeit der Coronavirus-Problematik, der also offensichtlich, weil er chinesische Gäste im Taxi geführt hat, von den Gästen angesteckt wurde. Wie das genau funktionieren kann, kann man sich fast nicht vorstellen, aber tatsächlich der Fall, ein ganz trauriger Todesfall jetzt in Taiwan. Ein Taxilenker. Du hast ein ähnliches Berufsrisiko als Pilot in gewisser Weise, weil du natürlich auch indirekt mit vielen Menschen in Berührung kommst. Welche Auswirkungen hat das Ganze für dich in deinem Beruf? Ja, wir müssen sehr anders jetzt fliegen, als wir noch im Vergleich dazu bis vor einigen Wochen geflogen sind. Wir sind jetzt verpflichtet, dass wir erstens einmal, sobald wir rausgehen aus unserem Headquarters in Taipei, müssen wir diese Masken tragen. Wir müssen im Flugzeug selbst, ich glaube, wir haben das sogar ja genau hier dargestellt, haben wir sogar Handschuhe, wir müssen Gummihandschuhe anziehen und haben eine Maske, die wir immer aufhaben müssen. Was ein bisschen gewöhnungsbedürftig am Anfang ist. Nicht lange Flüge, oder? Ja, erstens lange Flüge, zweitens spricht man ins Mikrofon rein und so weiter, mit dem Controller durch die Maske durch, ist ein bisschen komisch. Und auch mit dem Sidestick bei der Landung mit einem Gummihandschuh zu fliegen, ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber gut, es funktioniert. Zusätzlich kriegen wir pro Flugtag 4 bis 5 Fiebertests, also Temperaturtests, die dann vom Kopf irgendwie abgenommen werden mit Spezialgeräten. Auch wenn wir gelandet sind, zum Beispiel in China, werden wir von voll vermummten Ground-Personal werden wir dann Fieber getestet. Zusätzlich verwenden wir diverse Desinfektionsspender die ganze Zeit und versuchen eben möglichst den Virus wegzuhalten. Welche Maßnahmen gibt es für die Passagiere? Auch hier gibt es Fiebertests. Jeder, der noch fliegt, also es gibt ja massive Einschränkungen jetzt, was die Flüge betrifft, die Flüge, die noch stattfinden von China, da muss jeder Passagier, bevor er das Flugzeug verlassen darf, muss einen Fiebertest gemacht haben. Wenn der negativ ausfällt, also wenn er Fieber hat zum Beispiel, dann wird er sofort isoliert und kommt in eine Isolationsstelle. Die Flüge, die jetzt nicht mehr stattfinden, also seit einer Woche, seit 11. Februar, darf kein chinesischer Staatsbürger und auch kein Nicht-Taiwaner oder Taiwanese, beides kann man sagen, darf noch rein ins Land. Es sei denn, ganz wenige Ausnahmen, man ist der Ehepartner oder minderjährige Kinder oder so. Und selbst die müssen aber dann, wenn die rein dürfen, müssen dann 14 Tage in Quarantäne zu Hause. Das heißt, es hat schon auch in Taiwan für das tägliche Leben massive Auswirkungen. Wie nehmen das die Menschen dort wahr? Die Taiwanesen sind Taiwaner sind unglaublich disziplinierte Menschen. Übrigens auch unglaublich freundliche Menschen und warmherzige Menschen. Die leben generell mit diesen Masken zum Beispiel, auch jetzt noch vor der Coronavirus-Zeit, indem sie, wie schon von der Verena angesprochen, kurz bei der Einleitung, die nehmen das, sobald sie nur ein leichtes Halskratzen haben oder irgendwie nur eine Krankheitssymptomatik zeigen, haben die Maske immer auf, damit sie niemanden anderen anstecken. Um andere zu schützen. Genau. Ja. Also ein extrem soziales Volk. Das heißt, sie verwenden das, um die anderen zu schützen und auch, um eben Tröpfchenübertragung zu verhindern. Weil die Außenschicht dieser Maske, die ist wasserdicht. Das heißt, dann können die Tröpfchen nicht rein, die man ja macht, wenn man spricht sogar oder niest oder ähnliche Sachen macht. Und auch, wie gesagt, dass man sich nicht ins Gesicht greift, wo man zuerst die Türschnalle angegriffen hat und dann greift man sich eben die Lippen und übernimmt den Virus. Also hast du persönlich Angst, dich anzustecken jetzt? Also ich muss sagen, bis gestern eigentlich nicht wirklich, aber jetzt mit dem konkreten Fall des Taxifahrers, ja, so sieht es aus, jeder hat die Masken auf. Jetzt auch ich, wenn ich außer Haus gehe bei mir in Taiwan, habe ich immer die Maske auf. Jetzt bin ich schon ein bisschen nachdenklicher, muss ich sagen, wenn man angesteckt werden kann als Taxifahrer,
von Gästen. Ist ein bisschen ein mulmiges Gefühl, was jetzt die Zukunft betrifft. Aber deine Zukunft ist weiterhin in Taiwan. Du hast eine neue Heimat gefunden. Das Leben ist abseits des Coronavirus. Wunderbar. Es ist Taiwan, das wissen wir Europäer überhaupt nicht. Fast die ganze westliche Welt weiß es nicht. Taiwan ist ein unglaublich schönes Land, ein Juwel, eine Juweleninsel wirklich, mit unglaublich freundlichen, warmherzigen, netten Menschen. Gehört er nicht wirklich zu China, obwohl es die Chinesen anders sehen? Ja, genau. Seit langem Spannungen. Ein gespanntes Verhältnis. Taiwan ist ein politisch selbstbestimmter, souveräner Staat. Auch eine Demokratie? Eine westliche Demokratie, ganz genau, mit 4 Jahre Wählen, Präsidentschaftswählen, mit eigener Währung, mit eigenen Gesetzen und so weiter. Hat es eigentlich nichts mit China zu tun, aber es gibt eine Vergangenheit mit China und deshalb will China nach wie vor beansprucht Taiwan noch und möchte auch, dass wir zum Beispiel noch China Airlines heißen, obwohl wir eigentlich Taiwan Airlines sind. Und wann geht es zurück in die Heimat? Mit China Airlines, mit deiner Familie? Ja, mit der eigenen Airline geht es übermorgen in der Früh, am Donnerstag geht es wieder zurück. Direktflug zwischen Wien und Taipei. Jeder, der das Land einmal sehen will, wir fliegen fast täglich Wien-Taipei. Dann guten Flug jetzt schon und gesund bleiben und besuch uns bitte wieder. Ich bedanke mich bei dir, Martin, und danke, dass ihr mich eingeladen habt.